Also ich habe von Anfang an habe ich das, eigentlich im BA gesagt, dass ich da gar nicht mitarbeiten will. Weil ich wusste, ich werde eine Beziehung aufbauen zu diesen Tieren. Und wenn es dann heisst, die müssen in die Metzger oder so, ist das für mich immer ist das schwierig, oder? Also meine grösste Herausforderung, den Betrieb so zu führen, ist eigentlich, weil es nicht zu meiner Einstellung passt, den Tieren gegenüber. Ja, sie haben uns ein Jahr lang das Überleben gesichert, finanziell. Und jetzt, ja, als Dank tut man es quasi schlachten. Und erst, als ich eben gefunden habe, jetzt muss ich mal schauen, was ich mit diesem Betrieb eigentlich will, bin ich darauf gestossen, dass es sich überhaupt nicht gut ist. Also ja, ich war wie betriebsblind durch das, dass ich halt immer da war. Und mein Vater glaube ich auch, weil er ist auch. Er hat es auch nicht besser gewusst, ja. Ich habe einfach gewusst, es muss etwas ändern, aber ich habe nicht gewusst, wie kann ich es anpacken kann. Und es war so wie eine Erleichterung, als ich Sarah getroffen habe und sie mir hat gesagt, dass es eben, wie gesagt, kein Problem ist, hier einfach weiter zu starten. A transformation would quickly is the transformation of a farm that used to exploit animals into a farm that is now no longer exploiting animals but still working as a farm. I'm Sarah and we are on Hofnar, which is a farm and a sanctuary. My why started when I was a child. I love animals and I always tried to help animals in some way or other. I became an activist, I did undercover research, I did a lot of stuff. And when I realized that by changing farms into either sanctuaries or vegan farms and take the animals out of the food system, then I would actually rescue many, many more animals than if I just rescue one animal. So after the first phone call with a farmer who wants to transfarm, I go to the place, I need to see it. And then we talk about their vision, their wishes, their hopes, their passions. We look at their surroundings, what could they plant, what could they live from, what could they sell. Then we also look at the finances. And of course we talk about the animals, will they stay there, will they go somewhere else? What can we do for the animals? We're going to a farm with cows again. This time it's like the so-called Ausmelkkühe, the cows that have been giving milk for a long time and now are shortly before slaughter, a few months before slaughter. They come to this farm where they can be exploited a little bit more even, and then they are all being slaughtered. So you fix the tail here and you fix the neck there. Yeah. Right. So they're not very, it's not really comfortable, but it's just how the way it was. Since my grandfather did it, it was the way it is now. And so that's what I want to change now. The main problem with animal industry is the life they have before they are killed. Many of these animals don't get to live any of their needs, just food and water maybe, but they don't see the sunlight or they just see it not very often. They don't get to be with their families. They have hardly anything they need. The whole life, which I wouldn't call life, before the killing is actually the worst. Ja, also eben für mich ist es kein Zuschauen. Ich meine, eben so eine Kuh, wie es dort liegt, die ist riesengroß und man sieht ja selber, sie hat wirklich keinen Platz.
Und noch eine Kuh wie sie ist ziemlich klein, also sie kann gut hier stehen, aber wenn sie liegt, liegt sie gleich außerhalb von dem Lager. Und das ist für mich nicht... Also es ist kein Tierwohl so, ja. Also eben, für mich ist es keine Möglichkeit, so weiterzufahren, weil es viel schönere Wege gibt, ein Tier zu haben. Ja. Once the farmers allow their feelings or their sadness to really be there and they decide to do transformation, there is a patch where it's really hard for them because they are still in the system, and until they're really out, all these decisions have to be made, which animal to rescue, which not, and it's quite a heavy way for a while. We're going to a farm that's income is based on chicken farming for eggs. And the reason why I'm in touch with them is that the farmers don't handle the chicken suffering within egg farming anymore, and they were looking for a way out. Wir haben einen Biobetrieb mit knapp 20 Hektaren Land, haben vor allem Legehennen, einen 2000er Stall, Ackerbau und noch ein paar Mutterkühe und Schafe. Der Hauptgrund ist, so viele Hühner aufeinander funktioniert gesundheitlich für die Huhn gar nicht. Also Verletzung, Kannibalismus, Krankheiten kann man nicht vermeiden in so grossen Stellen. Sagen wir jetzt mal, die ganze Haltung hier wäre super toll, perfekt. Würde uns das gleich noch stören, dass wir einfach die Hühner jedes Jahr schlachten müssen. Für das ein Umdenken stattfindet, braucht es meiner Meinung nach sehr, sehr viel Aufklärung und auch Beispiele. Das ist sicher ein Teil, den wir auch probieren zu machen, dass wir gerade auch andere Landwirte hoffentlich ein bisschen dazu führen, mal vorbeizukommen und aufzuzeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und nicht nur das, wo man das Gefühl hat, das ist das Einzige, was funktioniert. Ich fühle mich im Moment viel besser, weil ich weiss, dass es ändert. Ich hatte in den letzten paar Wochen ziemlich Mühe gehabt, weil es mich recht belastet hat alles. Und jetzt bin ich ein bisschen freier geworden, weil ich weiss, was wird kommen. A transformation needs to be coherent, like the whole system needs to be kind of a peaceful system. You couldn't just say, can I transform the cow's place but have still pigs for meat or something? Or can I just have this whole place kind of peaceful, but what I eat, no one needs to care? It has to be coherent, but that can also take time, of course. I'm not pushing anyone into anything, but I'm suggesting and trying to make logics work. Ich habe den Betrieb seit 2014 und sind seit gut 2 Jahren ein Lebenshof. Was so der Unterschied ist von einem produzierenden Betrieb und von uns jetzt vom Lebenshof, ist zum Beispiel unsere Kühe auf der Weide, die mit ihren Kälbchen, oder jetzt sind sie halt ein bisschen grösser, mit ihren Kindern dürfen zusammen sein. Das Kalb trinkt auch vom Uter, das ist in der Milchwirtschaft eigentlich nicht so üblich. Also da tut man ja die Kälbchen immer separieren. Also meine Eltern haben das eigentlich sehr positiv aufgefasst, auch das gesamte Umfeld im Großen und Ganzen. Meine Mami hat eigentlich immer gesagt, wenn sie im Lotto gewinnt, will sie etwas in die Richtung machen, wie der Hof jetzt ist. Wird er hässig davon? Er wird hässig, ja. Schau jetzt. Wir haben am Anfang auch finanzielle Unterstützung von der Sarah bekommen, wo wir am Anfang noch nicht so viele Patenschaften hatten. Aber mittlerweile haben wir eigentlich unseren eigenen Verein, auch, unseren eigenen Tierschutzverein, wo die Patenschaften darüber laufen und wo das Tier auch über den Tierschutzverein geschützt ist.
I think the success comes from them contacting us. Because if I pick up the phone and I call a farmer and say, hey, this is me, don't you want to transfarm? I think it's not going to work. My story with this farm is that Selina contacted me in a very shy email to ask if I think that also a farm like this could transfarm. And I said I will just come along and have a look. And she said, but my husband will never agree. And she showed me this very old cow, and she started crying. She said, I wish I could rescue her. And then I said, I will rescue her for you. No, I will rescue her for you if you commit to making him change. And then she said, let's do it. Also, es ist so, dass der Hof ja eigentlich meinem Mann gehört. Also ich bin einfach nur reingeheiratet da. Und sie haben vorher eine Mutterkuhhaltung, meine Schwiegereltern. Und ich hatte wie das Gefühl, also ich habe vorher schon kein Fleisch gegessen, und ich hatte das Gefühl, ja, ich kann wie das verantworten, dass ich sehe, wie die hier aufwachsen und dass sie es ja schön haben. Und dann haben wir das ein Jahr gemacht, und ich habe einfach gemerkt, das ist immer wie schwieriger geworden für mich. Ja, jedes Mal, wenn ich wusste, jetzt muss wieder jemand gehen, wieder eine Muni gehen oder eine Kuh, dann habe ich schon wochenlang nicht mehr gut schlafen, ich hatte Klotz auf der Brust. Und dann habe ich irgendwann gefunden, nein, das geht nicht so für mich. Ich kann nicht mit etwas Geld verdienen, das ich gar nicht unterstütze. Das verlorene Einkommen, das wir jetzt nicht mehr durch die Schlachten haben, bekommen wir rein durch Patenschaften von den Tieren. Wir haben aber auch andere Projekte am Laufen mit dem Anbauen von Kichererbsen. Haben wir Zusammenarbeit mit dem Feinfood von Zürich. Wir anbauen Kichererbsen und sie verarbeiten dann die Kichererbsen zu Hummus. Halt hier nicht Nahrungsmittel eigentlich für Tiere anzubauen, und dann werden sie geschlachtet und wir essen es dann, sondern halt einfach so wie der direkte Weg von Anbauen und wir essen, genau. Und es ist halt hier, eben, wenn du mit den Kindern hier kannst aufwachsen und ihnen kannst das wie weitergeben, das ist das Schönste, glaube ich. Das Mikrofon. Es ist für mich immer noch, ich könnte immer noch rennen, wirklich für den Moment. Es ist so, es berührt mich immer wieder so extrem, einfach so etwas getroffen haben wie dich. Wirklich. Ja, eben, wie gesagt, ich könnte immer wieder anfangen rennen. Oh. Du bist wunderbar. The whole process of transformation is also a process of personal transformation. It's like piecework for the people themselves. They get in line with their values. I can see that very much. Also ich würde diesen zukünftigen Lebenshöfen einfach mitgeben, dass sie an das Projekt wirklich glauben, weil es ist eine Wandlung da in der Gesellschaft und überall, und es wird ihnen nachher wirklich auch seelisch besser gehen, wenn sie die Umstellung dann machen oder gemacht haben.